Herzlich willkommen zum Schnelleinstieg in LT-Spice. In diesem Videotutorial sollen die grundlegenden Funktionen der Software gezeigt werden. Dies geschieht anhand eines Beispiels, dem passiven Tiefpassfilter. Wir legen zunächst einen neuen Schaltplan an. Einfache elektronische Bauelemente finden wir in der oberen Leiste, zum Beispiel Widerstände, Kondensatoren, Spulen oder Dioden. Wir möchten einen Widerstand hinzufügen, also klicken wir entsprechend. Dieses Bauteil lässt sich mit der Rotate-Taste rotieren und mit der Mirror-Taste spiegeln. Wir fügen den Widerstand an einer beliebigen Stelle mit linkem Mausklick ein. Möchten wir einen weiteren Widerstand hinzufügen, bewegen wir die Maus und klicken erneut. Sind wir fertig, so drücken wir die Escape-Taste. Zu dieser Schaltung gehört noch ein Kondensator. Diesen fügen wir ebenfalls an einer beliebigen Stelle ein und drücken Escape. Möchten wir Bauelemente oder Verbindungslinien entfernen, so können wir dies mit dem Scheren-Symbol tun. Hierzu gehen wir auf das zu entfernende Bauteil und klicken die Maustaste und drücken Escape. Den Kondensator, welchen wir soeben entfernt haben, möchten wir jedoch behalten, also fügen wir ihn wieder ein. Bauteile lassen sich mit dem Move-Befehl verschieben. Um eine Eingangsspannung zu simulieren, benötigen wir eine variable Spannungsquelle. Solche besonderen elektronischen Bauelemente finden wir unter dem Symbol Component. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem wir diverse Bauelemente finden, zum Beispiel LEDs, Transistoren oder unsere Spannungsquelle. Wir bestätigen mit OK, klicken die linke Maustaste und drücken Escape. Diese drei Bauelemente müssen nun miteinander verbunden werden. Dies können wir tun, indem wir auf das Wire-Symbol klicken. Nun erscheint ein Fadenkreuz. Wir führen dieses zum Ende eines Bauteils und klicken. Möchten wir eine Verbindung um die Ecke legen, so klicken wir erneut. Sind wir fertig mit dem Legen von Verbindungen, so drücken wir Escape. Diese Schaltung benötigt noch eine Masse. Hierzu gehen wir auf das Masse-Symbol. In größeren Schaltungen ist es ungünstig, ein einzelnes Masse-Symbol zu verwenden und alle entsprechenden Leitungen dorthin zu führen. Daher fügt man mehrere Masse-Symbole ein, welche intern miteinander verbunden sind. Wir verbinden nun unsere Schaltung mit Masse. Nun sollten wir den Bauteilen Parameter zuweisen. Klicken wir mit rechter Maustaste auf das R des Widerstandes, so kann man den Wert eintragen. Die Einheit ist Ohm. LT-Spice bietet die Möglichkeit, in der Elektronik gängige Kürzel zu verwenden, wie zum Beispiel K für 1 Kiloohm. Klickt man mit rechter Maustaste auf den Namen des Bauteils, so ließe sich dieser ebenfalls ändern. Mit Rechtsklick auf das Bauteil selbst erscheint ein Fenster, in welchem man noch weitere Parameter eingeben kann, wie zum Beispiel die Toleranz und die maximale Leistung. Somit könnte man zum Beispiel simulieren, ob ein bestimmtes Bauteil mit Überlast gefährdet ist. Für den Wert des Kondensators
geben wir 100 N für 100 Nanofarad ein. Nun müssen wir noch die Parameter der Spannungsquelle eingeben. Hierzu klicken wir mit rechts auf die Spannungsquelle und gehen unter Advanced rein. Hier kann man zum Beispiel eine einfache Gleichspannung eingeben. Da wir das Verhalten der Schaltung bei Wechselspannung testen möchten, lassen wir eine Sinusspannung generieren. Wir geben die für uns relevanten Parameter ein. Die Amplitude soll 5 Volt betragen. Die Frequenz soll 100 Hertz sein. Wir bestätigen mit OK. Wir sind mit dem Aufbau der Schaltung fertig. Wenn wir die Schaltung nun simulieren möchten, so müssen wir noch bekannt geben, welcher Zeitraum simuliert werden soll. Hierzu gehen wir auf Simulate und Edit Simulation Command. Wir geben im Reiter Transient bei Stop-Time 100 ms für 100 Millisekunden ein. Es erscheint ein Simulations-Info-Balken, welchen wir unter den Schaltplan setzen. Wir klicken auf das Run-Symbol, um die Simulation zu starten. Nun wird parallel zum Schaltplan eine Simulationsmaske angezeigt. Im Schaltplan können wir an einer beliebigen Stelle einen Tastkopf mit linkem Mausklick hinzufügen. Wir möchten das Eingangssignal sowie das Ausgangssignal zur selben Zeit sehen. Wie erwartet taucht bei diesem Tiefpass bei einer niedrigen Frequenz das Eingangssignal fast unverändert am Ausgang auf. Wir ändern die Frequenz auf 1 Kiloohm und simulieren die Schaltung erneut. Es sind jetzt wesentlich mehr Perioden in der Simulationsmaske zu sehen, da die Simulationszeit immer noch bei 100 Millisekunden liegt. Wir verwenden die Lupe, um in einen Abschnitt hinein zu zoomen. Man erkennt nun schon einen Abfall der Amplitude. Wir erhöhen die Frequenz nochmal auf 10 kHz. Und verkürzen den Simulationszeitraum auf 1 Millisekunde. Es ist eine deutliche Abnahme in der Amplitude zu erkennen. Auch die für einen Tiefpass charakteristische Phasenverschiebung des Ausgangssignals von -90 Grad ist zu sehen. Klickt man mit der rechten Maustaste auf die Kurvenbezeichnung, so kann man typische Oszilloskopfunktionen wie Cursor aktivieren. Zieht man die Cursor zu 2 nebeneinander liegenden Spitzen des Signalverlaufs, so kann man im zusätzlichen Fenster unter anderem erkennen, dass die Frequenz 10 kHz und eine Periode somit 100 Mikrosekunden beträgt. Wir schließen die Cursoransicht. Zuletzt möchten wir noch eine Frequenzanalyse des Tiefpasses machen. Hierzu stellen wir spezielle Simulationsparameter ein. Wir gehen wieder auf Edit Simulation Command und gehen in den Reiter AC Analysis. Wir möchten, dass alle Frequenzen von 10 Hz bis 100 kHz simuliert werden. Wir geben an, dass wir 10 Punkte je Oktave simulieren möchten.
Nun klicken wir mit der rechten Maustaste auf den Wert der Spannungsquelle und geben AC1 ein. Somit teilen wir mit, dass wir den im Simulationsmanager eingegebenen Frequenzverlauf simulieren möchten. Wir klicken auf Run. Nun erhalten wir eine Darstellung, welche uns das Amplitudenverhältnis von Ausgang zu Eingang zeigt. Wenn man die Maus in die Gegend bewegt, in welcher die Grenzfrequenz von etwa 1,5 kHz liegt, so kann man links unten ablesen, dass das Signal um etwa 3 dB abgeschwächt wurde. Die gestrichelte Linie zeigt, dass die Phasenverschiebung mit zunehmender Frequenz zunimmt. Das war eine Schnelleinführung in LTSpice. Vielen Dank fürs Zusehen.